Also ich muss sagen, wir haben in Deutschland sehr, sehr lange nicht verstanden, dass wir Einwanderungsland sind. Das sieht man ja alleine daran, dass wir uns irgendwann mal diesen Begriff Gastarbeiter haben einfallen lassen und der Meinung war, wir haben hier jetzt Gäste, die sozusagen mit ihrer Arbeitskraft einen Wohlstand erarbeiten, aber dann möglicherweise auch, das haben Gäste so an sich, wieder das Land verlassen. Dass das nicht der Fall ist, das wissen wir alle. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir verstanden haben, dass Integration ein politisches Feld ist, was Beachtung verdient und was bearbeitet werden muss. In Lambertheim haben wir, was das betrifft, eigentlich in den letzten Jahrzehnten eine ganze Menge auch auf die Beine gestellt. Wir waren immer eine Verwaltung, die sich dem Thema gestellt hat, Angebote gemacht hat. Und mittlerweile sehen wir halt auch die Früchte, die Erfolgsfrüchte, die diese Arbeit trägt. Wir haben in Lambertheim zum Beispiel seit 10 Jahren Integrationslotsen im Einsatz. Das sind ausgebildete Menschen, die neben ihrer Arbeitstätigkeit ehrenamtlich Zugewanderten helfen, sich im Behördendschungel zurechtzufinden, die beim Formularübersetzen helfen, die als allgemeine Ansprechpartner sowohl in der Landessprache als auch in Deutsch bereitstehen, um Menschen bei der Orientierung hier im Land zu helfen. Die Integrationslotsen sind unsere Brückenbauer, sind auch ausgebildet, die übersetzen auf verschiedene Sprachen, also gerade im Kindergartenbereich, auch an den Schulen. Ja, wir versuchen natürlich, alles zu vernetzen, zentral zu gestalten, sodass jeder Bürger und Bürgerin dort gleich eine Anlaufstelle findet. Wir haben seit 2021 eine Integrationskommission, also eine politische Vertretung für die Migrantinnen und Migranten. Das ist ein Riesenfortschritt. Nachdem wir über 20 Jahre in Lambertheim keinen Ausländerbeirat hatten, haben wir jetzt wieder ein kompetentes Gremium, was sozusagen gezielt die Sichtweise der Migrantinnen und Migranten in die Politik auch mit reinspielen kann. Wir haben unser sogenanntes Front Office Migration. Wir haben uns damals vor einem Jahr überlegt, wie können wir die verschiedenen Leistungen für Migrantinnen und Migranten so bündeln, dass es einfacher wird, sie in Anspruch zu nehmen. Denn wir haben es ja auch in dem Bereich mit einem großen Kompetenzwirrwarr zu tun, mit vielen Förderprogrammen. Manchmal kommt Geld vom Bund, manchmal vom Land, manchmal sind es originäre kommunale Leistungen. Und wir haben sowohl Sprachtestungen, Sprachsprechstunden, wir haben die Arbeit der allgemeinen Migrationsberatung zusammengeführt in einem Büro, einen festen Stundenplan entwickelt, sodass Bürgerinnen und Bürger wissen, wenn sie im Bereich Migration, Integration, Spracherwerb, Orientierung im Arbeitsmarkt Hilfe brauchen, wissen sie, dass es das eine Büro in Lambertheim gibt, wo sie Hilfestellungen bekommen können und wo die Organisationen auch untereinander vernetzt sind und im Zweifel Namen, Nummern und Adressen von Klienten auch untereinander austauschen können. Wir haben das internationale Frauencafé seit einem Jahr, ein großer Erfolg, immer donnerstags morgens sehr, sehr gut besucht, wo Frauen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, zusammen kochen, zusammen backen, sich austauschen, untereinander vernetzen. Und wir haben ganz, ganz intensiv, und das ist einer der Schlüssel, auch damit Integration gelingt, die Kapazitäten bei Sprachkursen ausgebaut. Wir haben jetzt auch nochmal bei unserer Flüchtlingsunterkunft, die wir im Moment unterhalten, wo Ukrainerinnen und Ukrainer wohnen, Alphabetisierungskurse gestartet. Also das bedeutet, wir sind auch im Bereich Spracherwerb sehr, sehr aktiv. Auf der einen Seite natürlich mit zertifizierten Sprachkursen, die dann auch mit einer entsprechenden Zertifizierung enden auf einem Sprachniveau. Aber auf der anderen Seite ist unser Motto in Lambertheim: Sprache lernen vom ersten Tag an. Wir haben also auch ehrenamtliche Strukturen geschaffen, die praktisch auch, bevor die Einteilung in den Sprach- oder Alphabetisierungskurs kommt, dafür sorgen, dass Deutsch rudimentär vom ersten Tag an vermittelt wird. Das sind alles so Bausteine unserer aktiven Migrationspolitik. In diesem Jahr 2023 werden wir das Ganze übrigens konzeptionell nochmal auf eine neue Stufe heben. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen zur Stunde. Wir werden eine Vielfaltsstrategie veröffentlichen, die praktisch konzeptionell für die Stadt Lambertheim der Bauplan für eine vielfältige Gesellschaft sein soll und Handlungsempfehlungen enthalten wird, wie wir Integration und Migration in Zukunft auch hier bearbeiten, damit ein buntes, vielfältiges und sozial ausgewogenes Gemeinwesen entstehen kann, unabhängig davon, wo die Leute herkommen. Wir haben auch ein Familienzentrum, das gerade im Migrationsbereich sehr tätig ist. Wir haben eine Organisation Bakulan,
Das ist durch einen somalischen Vertreter, wurde sie gegründet, engagiert sich auch sehr viel für die somalische Community. Wir haben dieses internationale Frauencafé. Ich habe ganz viele Frauen, die jetzt die Sprache gelernt haben. Die haben den B1-Kurs absolviert und können sich gut verständigen, aber haben eben das Problem, dass sie nicht oft genug Deutsch einfach sprechen. Ja? Und da ist das Angebot wird schon sehr gut wahrgenommen. Da sind dann Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern, die trinken Kaffee, die backen auch mal was oder kochen zusammen. Also ich denke, wir fokussieren uns immer auf das Ziel. Und das Ziel ist ja, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Und wir fokussieren uns natürlich auch auf das, was gerade noch fehlt. Sprache ist zum Beispiel etwas, was ganz essentiell ist, ja. Ob du in der Schule bist und Kinder hast und am Elternabend teilnimmst oder kurz zur Apotheke möchtest, du musst die Sprache können. Und dafür, denke ich, sind solche Räume, also diese Räume wurden deswegen geschaffen, damit eben diese Personen sich da austauschen können. Es ist aber jetzt nicht so, dass das Frauencafé zum Beispiel jetzt, dass er nicht irgendwie jetzt Deutsche oder Lampertheimer Altbürger, dass die da nicht hingehen dürfen. Nein, es ist eher so gedacht, dass hier hast du einen Raum und den kannst du nutzen, wenn du möchtest. Denn auch ich merke, also auch in der Beratung, auch mit Menschen, die jetzt schon 20, 30 Jahre da sind, ja, sie können sehr gut die Sprache, aber wenn es doch um Dokumente geht, wenn es doch um Ausdrücke geht, tun sie sich sehr schwer.